Ja, hallo, mein Name ist Hendrik. Ich bin jetzt schon seit 10 Jahren bei der Firma Sieger. Davor war ich auch Schreinermeister, habe das noch gelernt. War hier von kleinen Betrieben bis großen Industriebetrieben auch unterwegs. Und ich sag mal, seit etwa 9 Jahren mache ich jetzt vor allem den technischen Vertrieb. In Europa werden jetzt die nächsten Jahre sehr viele Fenster auch saniert. Warum das so wichtig ist, das weiß auch jeder, sag ich mal. Überall ist die Energiekrise auch so in jedem Munde. Und da müssen wir einfach auch mal, oder musst du auch als Handwerker ansetzen und kannst natürlich hier einen großen Beitrag leisten. Ich sag mal, die Fenster sind sehr viele in den 1960er, 70er Jahren reingekommen. Da war nicht mal Dichtung oftmals drin, zweifach verglaste Scheiben nur mit drin. Da hat es halt auch mal reinziehen können. War aber damals gar nicht so schlimm einfach. Und jetzt kommt einfach so auch der Wandel. Und da müssen wir einfach auch noch mal ein bisschen was machen. Also natürlich ist es auch ganz wichtig, was man bei der Auswahl von der Fenster bzw. auch vom Fensterbauer auch beachten müsste. Das ist einfach hier, dass man einen Fachbetrieb auch nimmt. Nicht jeder kann das Fenster auch fachgerecht auch einbauen, da muss man schon drauf achten. Ich sag mal, vom Material ist es egal, ob das jetzt ein Holzfenster, Holzalu, Kunststoff oder ein reines Alufenster ist. Das ist eigentlich dort vollkommen egal. Hier hat man eigentlich immer den neuesten Stand der Technik von den Fenstern. Nur was man hier eigentlich wirklich drauf achten sollte, ist auch gerade die Montage, wie man es dann natürlich auch reinmacht. Es gibt hier sehr viele verschiedene Sachen. Es ist also in den Fachregeln wird es auch immer beziffert. So ein Altbau soll eigentlich so angedacht werden wie auch ein Neubau. Also heißt, ich darf hier keine Unterschiede großartig machen. Ich muss hier wirklich auf dem neuesten Stand der Technik oder nach den allgemein anerkannten Regeln und Technik auch arbeiten. Es ist einfach darum, dass ich einfach hier die Energieverluste natürlich auch minimieren kann und dass natürlich auch hier irgendwo in dem Eckbereich oder so auch kein Schimmel anfallen kann. Also ist natürlich immer die spannende Frage, wie dichte ich dann auch wirklich die Fenster ab, gerade auch in der Sanierung. Da muss ich mir natürlich aber auch schon mal schauen oder die Frage stellen, was für einen Sanierungsgrad habe ich denn einfach? Habe ich hier nur, sagen wir mal, das Fenster raus oder Fenster wieder rein, sieht natürlich die Sache dann anders aus. Oder dann gerade auch, wenn ich eine Kernsanierung habe, also heißt, es kommt noch später ein Wärmedämmverbundsystem noch drauf, ist ja auch eine Sanierung, aber ich bin dann einfach weiter außen gerückt. Und da ist es dann oftmals schon so, dass ich hier eigentlich fast wieder auf dem Neubaustandard bin und dass ich hier dann eigentlich auch wieder mit ganz normalen Materialien arbeiten kann. Von uns ist es zum Beispiel so ein Fugenlichtband, das Fendrin 20, was ich dann hier mit einsetzen kann, wo dann später auch noch komplett überputzt werden kann. Was ich natürlich dann aber auch in der Sanierung, wenn ich nur das Fenster rein und raus mache, brauche ich natürlich andere Materialien. Da ist auch so, dass halt hier die Fensterfuge nur abgedichtet wird. Ich darf nicht nur eine optische Sache machen, ich muss hier wirklich schon auch eine technische Abdichtung bringen. Und da ist zum Beispiel hier so ein spritzbarer Dichtstoff eigentlich das Schnellste, was ich hier mitarbeiten kann und wo ich auch gut abdichten kann. Wenn man hier, wie gesagt, mit dem spritzbaren Dichtstoff abdichten möchte, ist zum Beispiel einmal gerade im Innenbereich das Acryl, ist so ein Dichtstoff, wo ich gerade speziell für den Innenbereich nehmen kann, wo ich dann später nochmal überstreichen kann. Das ist einfach der Bereich, wo gerade innen genommen wird, was man halt ein bisschen berücksichtigen sollte. Wenn hier irgendwie Feuchtigkeit hinkommt, hat der ein bisschen die Nachteile, weil dann läuft er auch weg dann. Das ist einmal im Innenbereich. Er ist auch nicht ganz so dehnfähig, darum ist eigentlich so, dass der ältere Abdichtungsstandard, sage ich mal auch. Und jetzt im Außenbereich, da nimmt man dann eigentlich eher so Silikone, weil gerade im Außenbereich, da habe ich natürlich auch noch Schlagregen, habe noch ganz andere Einwirkungen, viel mehr Dehnverhalten, was dann auch der Dichtstoff aushalten muss. Natürlich gibt es auch noch andere Dichtstoffe als Acryl und Silikon. Das sind zum Beispiel sogenannte Hybrid-Dichtstoffe. Hier hat man dann eigentlich, oder ist so eine Weiterentwicklung, kann man dazu sagen. Da hat man einfach so die besten Eigenschaften einmal vom Acryl und auch vom Silikon genommen. Gerade die Überstreichbarkeit vom Acryl hat man hier mit eingesetzt und die Eigenschaften vom Silikon, zum Beispiel gerade das große Dehnverhalten von 25%, genauso noch der Schlagregen, die Schlagregendichtigkeit, was ich ja im Außenbereich habe. Das ist
alles so vereint eigentlich in dem Hybriddichtstoff. Heißt also, ich kann den auch später dann noch überstreichen, habe nur ein Produkt, innen wie auch außen zum Einsetzen. Und gerade zum Beispiel gibt es so Hybriddichtstoffe auch von uns aus dem Hause, heißt bei uns Maltal. Da ist sogar noch der weitere Vorteil, ich kann das bis -10 Grad Untergrundtemperatur auch einsetzen, verarbeiten dann auch. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich dann auch hier die Dimension von der Fuge. Ich kann hier bis zu 35 mm Fugenbreite auch natürlich dann aus- oder abdichten dann auch. Da gibt es auch einen kleinen Tipp von meiner Seite aus, denn auch schon viele Handwerker bei mir angefragt haben, wie kriege ich denn die richtige Menge her. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Manchmal habe ich zu viel Material, wäre noch nicht so schlimm, aber noch schlimmer ist einmal, wenn man hier das Material ausgehen würde, und so kann ich das ja natürlich dann auch, muss ich das irgendwo berechnen. Und da haben wir jetzt ganz neu auch einen Fugenrechner zusammengestellt, dass du als Handwerker das einfach relativ einfach hast. Du kannst hier einfach die Breite, die Tiefe und die Länge dann angeben, und so wird dir automatisch das eigentlich dann zusammengerechnet, wie viel Schlauchbeutel oder Kartuschen du dann an Material eigentlich benötigst.